Wir sitzen heute hier, aber auf YouTube war es seit 2019 ziemlich still um dich. Wo warst du die ganze Zeit und warum hast du dich entschieden, genau jetzt zurückzukommen? Wo ich war, ist eigentlich, kann man relativ kurz zusammenfassen. Und zwar haben wir YouTube ursprünglich begonnen als Nebenprojekt sozusagen. Das haben wir neben der Arbeit gemacht oder habe ich neben der Arbeit gemacht. Und hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass Programmieren doch was ist, was ich ganz gerne mache. Und früher oder später musste ich feststellen, dass es in der Vollzeit mit reinem Spieleentwickeln und ein bisschen Community-Pflege sozusagen nicht gemacht ist bei uns. Und deshalb bin ich in die Business-to-Business-Anwendungen reingerutscht und habe dann eben Business-to-Business-Apps gemacht und habe in dem Bereich mich dann ein bisschen ausgelebt, sage ich mal, und das nötigste Geld verdient, um eben auch Rechnungen bezahlen zu können. Und deshalb waren wir die ganze Zeit eigentlich auch nicht aktiv, weil das dann immer so von einem Projekt ins nächste und noch ein Projekt und hier nochmal und dann will man ja auch zwischendrin ein bisschen Freizeit haben und deswegen hat sich das nicht so ergeben. Zurück auf YouTube bin ich eigentlich aus einem relativ einfachen Grund, ich glaube sogar fast der gleiche wie damals. Und zwar haben wir ein Projekt entwickelt, in diesem Fall jetzt, und haben festgestellt, so hey, das ist ein Projekt, was mehr Leute brauchen können. Also nicht nur ich oder andere Entwickler, sondern das einfach viele Personen benötigen könnten, weil es einfach in diesem Bereich relativ viel gibt, was sehr teuer ist, sehr kostenintensiv ist. Und um das Ganze zu teilen, um die Leute wieder ein bisschen abzuholen und jetzt, wo man eigentlich wieder mehr eigene Projekte macht, einfach ein bisschen mehr Zeit wieder in die Community zu investieren. Das hat uns damals schon gefallen und das ist auch heute wieder ein Anliegen, was wir sehr gerne umsetzen würden. Und jetzt gerade bietet sich einfach die Gelegenheit für uns und dann greift das eine ins andere und deswegen sind wir wieder da. Wenn man sich heute in Entwicklerforen oder auf Social Media umschaut, herrscht viel Panik. Es heißt oft, Programmieren lernen lohnt sich nicht mehr. KI macht das sowieso bald alles besser. Du entwickelst seit dem RPG Maker 2000 und bist heute Profi. Was sagst du zu dieser Panikmache? Also entwickeln lohnt sich nicht mehr, das habe ich auch schon in einem vorigen Video angesprochen, das ist Quatsch. Also Entwickler werden wir immer brauchen, jetzt und auch in Zukunft. Und das ist auch egal, wie gut die Coding Agents werden, weil es immer ein Bindeglied braucht zwischen Personen, die etwas haben wollen, also eine Anwendung oder ein Use Case gelöst haben wollen, und Personen, und dem Agent dann in dem Fall, der das Ganze umsetzen soll. Und diese Schnittstelle, das ist egal, wie gut das jemand beschreibt etc., das sollte immer jemand sein, der das in einem gewissen Bereich validieren kann. Vielleicht nicht jede Anwendung, also ja, viele Anwendungen werden ersetzt werden durch einfache AI-Agents, wo dann jemand zu Hause selbst irgendwas macht, aber die wichtigen Anwendungen, also relevante Anwendungen, sicherheitskritische Anwendungen, die müssen immer gegengeprüft werden und validiert werden. Und bis ein Agent so weit ist, das wirklich zuverlässig tun zu können, dauert das, glaube ich, noch sehr lang und deswegen ist das eigentlich ziemlicher Käse aus meiner Sicht. Du willst also den Leuten das Programmieren wieder näher bringen. Aber wenn man heute eine größere App oder ein Spiel baut, reicht es ja nicht mehr, nur den Code zu schreiben. Das Stichwort lautet oft Backend. Wie war das bei deinen Projekten in den letzten Jahren? Also wir haben in den letzten Jahren unsere Backends immer selbst gebaut. Wir haben am Anfang ein bisschen Firebase benutzt etc. Also alles, was so im Free-Rahmen war oder wenn man mal kurz was antesten wollte. Aber im Großen und Ganzen hatten wir oft Business-Kunden und Business-Kunden haben oft sehr eigene Use Cases. Deshalb haben wir da eigene Backends gebaut. Das hat ganz früher schon noch vor Project Makers mit AppWorks begonnen. So hieß unser erstes Projekt. Das wurde dann ein bisschen fallen gelassen. Das war auch schon so ein Cloud-Speicherprojekt sozusagen. Wurde dann PM-Prefs, also das ist dann das Projekt, was es lokal speichert und also lokales Speichern und Laden von Dateien. Und das wurde dann jetzt wieder zu Horizon. Der Punkt war, dass wir immer wieder ein Backend entwickelt haben. Wir haben natürlich nicht immer von Null angefangen, sondern wir haben wieder das Backend von zuvor genommen und haben das einfach weiterentwickelt und nochmal ein Stück besser gemacht. Und jeder Kunde hat dann sozusagen immer wieder eine bessere Version des vorigen Backends bekommen und natürlich Kunden, mit denen wir öfter in Konversation waren oder Kunden, mit denen wir öfter Aufträge haben, da haben wir das Backend natürlich nachgezogen, ist ja klar. Aber genau das war der entscheidende Punkt. Und irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, so hey, wir wollen jetzt ein größeres Backend bauen, weil wir zwei Apps am Machen waren sozusagen, die eine geplant, die andere ungeplant und haben gesagt, dazu bräuchten wir jetzt wieder ein Backend und ich war es beim Entwickler und ich dachte mir so, hey, ich möchte jetzt auch mal ein Backend haben wie die ganz Großen. Also ich möchte Global Low Latency haben. Ich möchte Backups haben regelmäßig, also vernünftige Backups, tägliche Backups etc. Und ich möchte diesen
den ganzen Kram, was die anderen haben, also Load Balancer etc., das will ich auch haben. Und ich habe mich halt lang danach umgeguckt, was es für Alternativen gibt, also das zu bezahlen im Endeffekt, also All-in-One-System zu haben. Und die Möglichkeiten, die es da einfach gab, waren nicht zutreffend für uns oder nicht ausreichend oder halt einfach viel, viel, viel zu teuer. Und da habe ich mir gedacht, so hey, why? Warum sollen wir das tun? Und wir bauen einfach selber eins. Genau, deswegen ist das Backend so wichtig heutzutage, weil auch ganz viele Lösungen einfach auch cloud-seitig sind und wir haben eigentlich kein Projekt wirklich ohne Backend. Es gibt auch riesige Anbieter wie AWS, Firebase oder Azure. Warum hast du für deine Projekte nicht einfach die genutzt? Die bieten doch alles, was man braucht, oder? Da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen jetzt, aus Versehen, okay. Ja, stimmt, die bieten alles, was man braucht und gerade Firebase zum Beispiel, Azure oder AWS, die haben natürlich eine sehr umfangreiche Möglichkeit. Aber jeder, auch natürlich Entwickler, die damit viel Erfahrung haben, geht mal einfach auf die Website und versucht einfach mal einen Preis zu kalkulieren. Und es ist einfach im Kundensegment, also wenn man es für sich selber macht, ist es vielleicht eine Sache, aber im Kundensegment ist es nochmal schwerer, weil der Kunde fragt mich natürlich, hey, sag mal, was kostet mich das im Monat? Was kostet mich mein Backend monatlich? Und dann kann ich sagen, naja, von bis. Und diese von bis Skalen sind teilweise exorbitant groß. Es hängt natürlich von Usage ab, also wie viele Leute benutzen das etc. Aber auch davon, wie die Personen es benutzen. Denn gerade auch im Bereich Business to Business, wir haben zum Beispiel einen Kunden gehabt, da gab es die Möglichkeit für den Endkunden sozusagen, also den Kunden unseres Kunden, CAD-Modelle hochzuladen. Naja, lädt er 3-mal am Tag 500 Megabyte große Modelle hoch sozusagen, dann explodiert die Kosten natürlich. Ein anderer Kunde, der lädt vielleicht 20-mal am Tag hoch, aber nur 3 Megabyte große Modelle. Deswegen ist es einfach nicht vorhersehbar gewesen für uns. Und sie hatten ja vorher ein Backend. Nur eben keins, das über mehrere Kontinente geht und keins, das Load Balancing hatte. Also schon, aber nicht in diesem Ausmaß. Und genau deshalb haben wir uns gegen die Großen entschieden, weil wir einfach einen fixen Preis haben wollten. Und die ganzen Horror-Stories gibt es ja auch. Da braucht man einfach nur mal googeln, dass auf dem falschen Endpoint einfach Testanfragen kommen und auf einmal hat man über Nacht 2.000, 3.000 Dollar Kosten bei irgendeinem Free-to-Play oder einfach nur bei einem Spieltitel. Und das ist sogar noch rechtens laut den Anbietern. Von daher haben wir uns explizit dagegen entschieden. Das heißt, du hattest Angst vor deinem eigenen Erfolg nach dem Motto, wenn die App viral geht, bin ich pleite? Ja, so kann man sagen. Also von meinen und von dem meiner Kunden, da hatten wir ziemlich Bammel von, weil einerseits natürlich von dem Erfolg und mit dem Erfolg muss aber gleichzeitig ja alles mitskalieren. Und das Problem ist, nur weil auf einmal die App mehr genutzt wird, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass sie gleich mehr Geld einspielt. Das kann ja alles verzögert kommen und dann muss man sehr schnell nachjustieren. Und um den Ganzen eben Herr zu werden oder um den Ganzen eben aus dem Weg zu gehen, haben wir uns, wie gesagt, eben dazu entschieden, ein eigenes Backend zu machen. Vor allem, weil wir die Möglichkeit eben gesehen haben und die Möglichkeit jetzt auch umgesetzt haben. Und ja, es läuft gut, würde ich sagen. Was genau fehlte dir also auf dem Markt? Was war deine persönliche Wunschliste an ein Backend? Ja, also die wichtigsten Sachen für mich waren einfach mal Global Low Latency. Das bedeutet einfach, dass egal wo ich auf der Welt bin, ich mit einem relativ niedrigen Ping drauf zugreifen kann. Also relativ ist wieder Ansichtssache. Natürlich hat AWS einen geringeren Ping wie wir. Da stecken aber deutlich höhere Infrastrukturkosten drin. Aber ich meine damit, dass eine Anfrage einfach in 20 Millisekunden erledigt ist und nicht in 400 Millisekunden. Und das war ein elementarer Punkt bei uns. Dann natürlich die Backups, aber das ist relativ simpel auch so zu lösen. Wichtig war aber auch das Load Balancing, also dass, wenn ein Service ausfällt, dass wir einfach ein weiterer Service einspringt, dass wir einfach dauerhaft mit dem System online sind und wir keine Probleme haben, wenn mal ein Server oder ein ganzes Rechenzentrum ausfällt, dass die App trotzdem weiterhin usbar ist. Ja, dann vielleicht ein bisschen langsamer, aber sie ist immer noch nutzbar und die Daten sind synchronisiert zwischen allen. Das waren die Punkte, die uns eben am wichtigsten war bei dem Backend. Und Numero Unos, ganz oben drüber, ist eben der fixe Preis. Also, dass wir sagen, am Ende des Monats zahlen wir Summe X und damit ist alles, was in unserem Produkt enthalten ist, sozusagen gedeckelt. Und der Kunde weiß genau, okay, wenn ich 100 Euro im Monat zahle zum Beispiel, dann ist alles abgedeckelt und dann ist es egal, ob er ein paar User mehr oder weniger hat. Natürlich gibt es da auch Grenzen. Wenn er gewisse Grenzen übersteigt, braucht er das nächstgrößere Produkt. Aber im Endeffekt braucht er sich darüber keine Gedanken machen. Und weil du das nicht gefunden hast, hast du es einfach selbst gebaut? Daraus ist Horizon entstanden. Für jemanden, der noch nie davon gehört hat, was genau ist Horizon? Okay, das ist tatsächlich
einerseits schwer und andererseits leicht zu erklären. Ich habe schon öfter die Frage gestellt bekommen und habe mich damit am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer wie jetzt. Horizon ist ein Backend, das euch ermöglicht, eure App mit dem Server einfach kommunizieren zu lassen oder untereinander kommunizieren zu lassen. Der große Vorteil oder das, was wir gut finden bei Horizon oder das, was es ausmacht, ist einmal natürlich die fixen Kosten. Also ihr könnt eine App anbinden an eurem Server und habt fixe Kosten. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und was man damit tun kann, sind Beispiele, man kann ja Informationen austauschen mit dem Server. Das heißt, ihr könnt im Server Informationen speichern, das nennt sich bei uns Remote Config und könnt die dann beim Starten der App in die App laden. Oder ihr könnt Logs hochschicken, ihr könnt User-Feedback hochschicken. Das sind eine Menge Features. Aktuell haben wir 9 Features an der Zahl und es werden immer regelmäßig mehr. Und dieses erlaubt euch eben, wie gesagt, mit der App, mit dem Server zu kommunizieren oder auch unter Apps dann zu kommunizieren und eben ohne dieses ganze große Außenrum, sondern innerhalb von 5 bis 10 Minuten, je nachdem, welche Engine ihr benutzt, habt ihr es in 5 bis 10 Minuten integriert und habt dazu noch ein schönes Dashboard, wo alles sauber aufgeschlüsselt ist und alles sauber drin ist und natürlich noch unseren Support, also unseren Live-Support sozusagen, Ticketsystem ist alles enthalten. Du hast vorhin von Wunschliste gesprochen. Wie habt ihr das mit Horizon umgesetzt? Was unterscheidet euch von den großen Playern? Was uns unterscheidet, ja, es sind einerseits natürlich die fixen Kosten, was, glaube ich, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber das ist eben ein sehr wichtiger Punkt für uns. Und dass wir nahbar sind. Das bedeutet, wenn ihr Wünsche habt, Feature-Wünsche etc., wir sind erreichbar, wir sind in greifbarer Nähe. Also wir sind nicht irgendein Konzern irgendwo, sondern wir sind Entwickler, die erreichbar sind. Wir können schnell darauf reagieren, wir können schnell Sachen umsetzen und können eben auch auf eure besonderen Wünsche eingehen. Und ja, die Performance für die Leistung, die ihr bekommt, etc., also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unabhängig des fixen Preises äußerst gut. Und ich glaube, gerade weil wir ein freies Tier haben, also einen freien Plan, könnt ihr sehr viel ausprobieren, ohne dass ihr wirklich euch committen müsst auf dieses System. Und seit kurzem haben wir jetzt auch den Simple Server, das heißt, da könnt ihr das Ganze auch selbst hosten. Das geht natürlich bei AWS und Firebase und Co. nicht. Und das könnt ihr dann hier machen und habt damit auch keinen allzu großen Aufwand, weil wir das alles für euch schon vorbereitet haben. Spielt es eine Rolle, womit ich entwickle? Also ob ich eine iOS-App, ein Android-Spiel oder eine Webanwendung baue? Nein, tatsächlich, das spielt gar keine Rolle. Einerseits arbeiten wir hauptsächlich mit REST API, wem das nicht sagt, das sind einfach Schnittstellen im Internet sozusagen. Das heißt, ihr könnt von jeder Anwendung raus, theoretisch auch direkt vom Desktop aus, uns ansprechen, also das Backend ansprechen, solange ihr eben einen Account mit einem API-Key habt und könnt damit dann kommunizieren und arbeiten. Es ist also spielt keine Rolle, ob ihr mit Godot, mit GameMaker oder mit Unreal oder Unity arbeitet oder einfach ein HTML5-Projekt macht. Ist völlig gleichgültig aktuell. Wir haben bevorzugt sozusagen jetzt erstmal für Unreal, Unity und Godot SDKs gebaut. Das bedeutet, ihr könnt die einfach implementieren, eure Config-Datei rein und direkt losstarten. Wie gesagt, innerhalb von 5 Minuten sieht man auch auf der Website die Quick Start Guides, da steht das alles sauber beschrieben. Wenn ich mir das anhöre, Server in der EU, den USA und Asien, Global Low Latency, Load Balancer, kein Traffic Limit, Strafgebühren und so weiter. Da muss es doch einen Haken geben. Ist das wirklich für 5000 User gratis? Ja, ist es tatsächlich. Also wir haben aktuell ein Limit von 5000 Gratis-Usern. Das hat damit zu tun, dass unser Server ja gewisse Specs hat. Also der Nachteil bei uns oder das, was bei uns halt das ermöglicht, ist, dass wir fest konfigurierte Server aktuell haben. Die sind natürlich für uns skalierbar, aber jetzt erstmal haben wir ein gewisses Setup von Servern. Die sind fest definiert auf eine gewisse Größe, gewisse Leistung. Und da haben wir eben ausgerechnet, was benötigen wir an Enterprise, Pro und Basic-Usern, um das ganze System am Laufen zu halten, also um die Kosten zu decken, um unsere Kosten ein bisschen zu decken und wie viel können wir dann noch frei zur Verfügung stellen, sozusagen, um das System vollends zu füllen. Und das sind eben diese 5000 User und ja, die sind wirklich frei, bis aktuell immer nach den aktuellen Werten einfach auf der Website gucken. Das sollte sich aber erstmal nicht ändern. Bis 200 Daily Active User und das ist was, das kann man schon mal, glaube ich, ganz gut nutzen. Und wir haben also 5000 freie Accounts für 5000 User pro Account oder 200 Daily Active User. Das kommt immer darauf an, wie viel man damit arbeitet. Es können auch ein bisschen mehr oder weniger sein, je nachdem, wie gut man die Requests handelt.
Aber ja, es gibt keinen Haken tatsächlich. Wir haben es mehrfach selbst durchgerechnet, denn wir hosten das ganze ja und wenn ihr auf dem System seid, dann kostet das ja unsere Ressourcen sozusagen. Aber wir haben es wirklich mehrfach durchgerechnet, es gibt keinen Haken. Was passiert denn, wenn ich Horizon nutze und mein Projekt plötzlich durch die Decke geht? Bekomme ich dann doch eine fette Überraschungsrechnung am Monatsende? Nein, also wenn ihr Horizon benutzt, nehmen wir an, ihr habt den Free-Account, ihr habt eure 5000 User, 200 Daily Active User und überschreitet irgendeine Grenze. Also es gibt Grenzen, die müsst ihr manuell selbst oder versuchen zu überschreiten. Das wäre, wenn ihr mehr News publizieren wollt, als ihr in der Freigrenze habt oder mehr Gift-Codes erzeugen. Das funktioniert natürlich nicht, da habt ihr bloß die Anzahl, die ihr erzeugen könnt. Aber wenn jetzt zum Beispiel eure API-Grenze überstiegen wird, also eine Anfragen an die API von Clients, dann bekommt ihr da habt ihr ein Soft-Limit, das ist dann das, worauf der Vertrag ausgelegt ist oder euer Plan ausgelegt ist. Und ihr habt ein Hard-Limit, das ist aber 10-mal so hoch. Das heißt, für kurze Peaks oder wenn ganz kurz mal was ist, dann stört das nicht. Also wenn ihr zum Beispiel einen Launch-Day habt und es geht kurz mal hoch, es muss natürlich immer messend sein. Also es kann jetzt nicht 100-mal so groß sein, aber wenn es nun mal so 10-mal, also bis zu 10-mal so hoch ist, dann kann man das für den Tag schon mal abfedern. Das ist kein Problem, da entstehen auch keine Extrakosten. Wenn es aber über längere Zeit 80% der Auslastung ist, dann bekommt ihr automatisch vom System eine E-Mail, egal ob das jetzt User sind oder Requests pro Sekunde oder pro Minute. Dann bekommt ihr eine E-Mail, wo es heißt, hey, euer Plan ist aktuell zu 80% ausgereizt. Wir freuen euch sozusagen, dass es bei euch gut läuft. Ihr solltet überlegen, ob ihr den Plan höher stocken wollt oder zum Beispiel alte, nicht genutzte User zum Beispiel wieder rauslöschen etc. Also, dass ihr einfach rechtzeitig Informationen bekommt. Und dann könnt ihr eben immer höher stocken. Und wenn ihr auf dem Enterprise-Plan seid und das sollte euch nicht ausreichen mit 225.000 Daily Active User, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Dann kriegen wir auch einen Plan für euch zusammen, dass es funktioniert. Das klingt nach einem perfekten Tool für Solo-Devs und mittelgroße Teams. Wie geht es jetzt weiter? Was hast du mit Horizon und vor allem mit diesem YouTube-Kanal in nächster Zeit vor? Also, wie es mit dem Projekt weitergeht, ist eigentlich ziemlich einfach. In unserer Freizeit aktuell würden wir gerne spielen, aber wir tun es nicht, sondern wir entwickeln tatsächlich an Horizon. Das ist aktuell unser Ausgleich nach der Arbeit, könnte man so sagen. Beziehungsweise auch nimmt einen großen Teil unserer Arbeitszeit in Kauf. Und da entwickeln wir an Horizon weiter und bringen erstmal das aktuelle Horizon immer auf den besten Stand, den wir können. Und dann entwickeln wir ein neues Feature. Dann aktualisieren wir wieder alles, bringen wieder alles auf den besten Stand, holen uns die Feedbacks ein der verschiedenen User und bringen das dann immer wieder so Step by Step voran, sodass wir immer einen sauberen, cleanen Stand haben. Das ist erstmal der Weg, wie es mit Horizon selbst weitergeht. Mit YouTube, es ist mir einfach aufgefallen in den letzten Monaten, muss ich sagen, oder fast schon 1,5 Jahren. Ich bin ja jetzt eine Weile aus YouTube raus und ich habe ursprünglich mal mit YouTube angefangen, weil ich den Leuten näher bringen wollte, Spiele zu programmieren, da ich selber die Probleme hatte, als ich anfangen wollte, dass niemand so richtig helfen wollte. Also gerade im deutschsprachigen Raum war das extrem schwer, Hilfe zu finden, weil immer jeder alles gleich besser wusste. Alle hatten super geile Ideen und super Sachen und super Wege, es zu tun, aber keiner wollte es richtig teilen und keiner ist so richtig auf die Leute eingegangen. Und genau deshalb haben wir YouTube damals angefangen. Und genau deshalb mache ich YouTube jetzt im Endeffekt wieder, weil ich genau diesen ganzen AI-Slop und so sehe. Versteht mich nicht falsch, ich arbeite selber viel mit AI und das ist wichtig und gut und das ist ein neues Feature, mit dem wir arbeiten müssen, ein neues Tool. Aber wenn man dann eben so Leute hört mit einem Klick oder mit einem Prompt perfektes Tool gemacht und das ist halt nicht mal das Frontend vernünftig, geschweige denn ein Backend etc. vorhanden, dann schreckt das halt viele Leute ab. Und gerade im privaten Umfeld, also wo nicht nur Programmierer sind, sondern auch Leute, die damit halt in Berührung kommen mit dem technischen Kram, kommt halt ganz oft die Frage, ja, lohnt sich das überhaupt noch etc. Und dem will ich einfach ein bisschen vorgreifen. Ich möchte nicht, dass die Menschen Angst haben vor Programmieren. Ich möchte, dass neue Leute, die anfangen zu programmieren, einfach leicht in die Thematik reinkommen, mit jemandem, der ein bisschen Zuversicht hat, jemand, der sich die Zeit nimmt, um eben genau das wieder zu erklären, was einfach aus meiner Sicht momentan fehlt. Ja, und deshalb bin ich wieder da. Okay, dann war es das mit dem Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!